Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, wir sind hier, weil ihr es wolltet. Wieso, weshalb, warum und warum es möglicherweise der größte Burger unserer Karriere sein könnte, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, wir werden erwartet. Let's go! Meine Lieben, und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video, einer neuen Challenge, die ihr und vor allem dieser Mann haben wollte. Wir haben den lieben... Was wie, mein Lieber? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du gekommen bist, mein Lieber. Ja, ich danke dir für die Herausforderung, denn wie gesagt, du und alle anderen haben dafür gesorgt, dass wir heute hier in dem kleinen Örtchen Bad Arolsen. Bad Arolsen sind. Bad Arolsen. Es geht nämlich um Folgendes, meine Lieben. Und zwar um einen XXL-Burger, ne, wo du quasi auf TikTok, Instagram eine Herausforderung an alle gemacht hast. Genau. Und aber auch noch eine persönliche Herausforderung an mich. Genau. Und gleichzeitig die Leute dazu aufgefordert hast, dass sie mich markieren sollen, damit ich hier mal vorbeikomme. Das Ganze ist viral gegangen. Es ist viral gegangen, wir haben es auch geschafft. Und geschafft, jetzt, dass ich heute hier bin. Genau. Deswegen danke an dich und danke an euch, denn damit komme ich hier und da mal auch rum und an das 100%. ein oder andere Örtchen, wo ich sonst, glaube ich, nie gewesen wäre. Ich hätte auch niemals gedacht, dass du hier auftauchst, aber wir haben es geschafft. Also Also 500.000 Aufrufe. Ne? 500.000 Aufrufe. Wir hatten auch ja mehrere Challenge gehabt. Ja. Bis jetzt hat keiner geschafft. Was habt ihr denn für Challenges? Also es war ja so 6 Kilo Burger Ja. plus 2 Kilo Pommes Ja. für 4 Personen. Okay, das ist so eine 4-Personen-Challenge. 4-Personen-Challenge. Ja. Bis jetzt hat es keiner geschafft. Ja. In bestimmte Zeit? In eine halbe Stunde, ja. Okay, für 4 Leute. Ja. Und bis jetzt hat keiner geschafft und deswegen gucken wir, ob du es schaffst. Du hast aber, glaube ich, aber noch eine andere Challenge, wo du mich persönlich herausgefordert 100%, hast. Ne? ja. Diesmal habe ich was Besonderes für dich. Ja. Ein XXL-Burger, Ja. der wiegt 5 Kilo, musst du hinbekommen. Okay, habe ich auch eine gewisse Zeit da? 40 Minuten. Das war diese persönliche Herausforderung? Genau. Wo das jetzt auch mit der 500.000, was ich gerade gezeigt hatte, viral gegangen ist. Genau. Kriegst du hin. Also da bin ich ja schon mal dankbar, dass du von den 4-Personen-Challenge abgegangen bist. Ja. Das noch die 2 Kilo Pommes beinhalten würde. Aber ich sag mal so, man sieht sich auch immer zweimal im Leben und vielleicht hat ja der eine oder andere Bock von euch oder es sind gerade richtig viele Leute hier. Ja. Also nicht nur danke an alle, die mich markiert haben oder das in Livestreams verfolgen, sondern zig 100 Leute jetzt, die das Ganze natürlich auch live verfolgen, weil ich denke mal, das ist vielleicht auch jetzt auch was Besonderes in einem kleinen Dörfchen. 100%. Und vielleicht finden wir ja 3 Leute noch mit mir, die auch mal die zweite Challenge von dir machen wollen. 100% gerne. Aber gerne. erstmal müssen wir heute für die erste sorgen. XXL-Burger, 5 Kilo, 40 Minuten. Genau. Was ist für mich drin? Leben lang essen, darfst du hier auf Ist das jeden Fall, 100%. Und wir verlosen 200 € Gutschein an deine Community. Wie wir verlosen, ich glaube, du hast hier genug Zuschauer, die gerade hier live bei uns sind. Ja. Wir haben jetzt gerade von jedem einen Namen aufgeschrieben. Ja. Und dann suchst du dir halt später den Namen aus. Und dann gucken Und wir. einer kriegt einen 2-Euro-Gutschein. Jetzt zweimal 100 €. 200 Euro. Zweimal 100 €, damit 2 Leute davon haben. Aber auch wenn ich die Challenge schaffe. Auch wenn du die Challenge Das heißt, die Leute müssen jetzt hier gleich vor Ort nicht nur ich muss mir die Daumen drücken, Sondern alle für mich, Genau. damit hier 2 Leute gleich 100 Euro. Damit du viel Glück hast. Dann nehme ich die Challenge an, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Finde ich ganz cool. Auf jeden Fall, dass ihr Dank. das Ganze so machen wollt. Und ja, meine Lieben, damit würde ich sagen, gehen wir rein in die XXL. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt, sorry dafür. Orient Burger. Orient Burger. Orient Bad Burger Arolsen. Challenge. Meine Lieben, Orient Burger in Bad Arolsen. Arolsen. Wir gehen rein. Let's go. Let's go. Also mein Bester. Halleluja. Halleluja. Halleluja, sage ich nur. Der Orient Burger XXL oder Bad Arolsen XXL Burger. Orient Burger, genau, so sieht's aus. Also es sieht wirklich Orient-mäßig aus, ne? Was haben wir? Wir haben 5 Kilo Burger hier, XXL Burger. 40 Minuten hast du Zeit. Wenn du schaffst, natürlich, darfst du Leben lang hier essen. Und 200 € Gutschein an deine Community. Die Challenge nehme ich an, mein Bester. Dann Und ich würde Glück. sagen, ich mache mich fertig und hoffe, dass ich die 40 Minuten ordentlich nicht nur für mich, sondern auch für die Leute genau, schaffe. das stimmt. Meine Lieben, Damit alle mehr was davon damit haben. alle was davon haben und ich vor allem hoffentlich einen geilen Burger. 100%. Meine Lieben, wir gehen rein in den XXL Bad Orient Burger. Viel Glück, mein Danke, Lieber. mein Bester. Also, meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere XXL Bad Orient Burger Challenge oder besser gesagt Orient Burger Challenge in Bad Arolsen. Meine Lieben, ihr habt dafür gesorgt, dass ich hier hingekommen bin. Ihr habt für diesen geilen Burger gesorgt. Ihr habt für die tolle Stimmung hier gesorgt. Und ich hoffe, ich schaffe das für uns alle. Wir gehen rein in den XXL Bad Orient Burger. 40 Minuten haben wir Zeit, deswegen kostenlos Essen für die Ewigkeit plus 200 € einen Top. Viel Spaß.
Let's go. So, schneiden wir uns das Ding mal vorne ab hier. Oh, ja, Brot lässt sich auf jeden Fall schon mal schön schneiden. Das ist schon mal geilo für mich. Und dann schauen wir uns das Ding mal von vorne an. Nicht nur, was es von außen, sondern auch von innen kann. So sieht's ganz. Oh, alter Falter. Oh, Röstzwiebeln sogar mit drauf. Salat. Ordentlich Beef. Ich glaube, Chef meinte allein schon 9 Scheiben Fleisch. Wir gehen rein ins erste Stück. Geil. Boah. Boah. Was ich jetzt schon feiere, ist das Brot. Butterweich. Liebe Grüße gehen dafür schon mal raus. Kein Scheiß. Es erinnert mich tatsächlich so an den Burger, den ich schon mal gegessen habe. Zumindest von der Soße her. Kann das sein, dass es in so eine leichte Big Mac Soße reingeht? Kann das sein? Nein. Nee? Orient-Soße? In diese Richtung Big Mac Soße. Ja. Ja, geht, ne? Stimmt, ja. Ja. Ich sage also, irgendwie kam die Soße mir bekannt vor. Schmeckt aber geil. Also, das Brot feiere ich unnormal krass. Boah. Also das ist ein richtig geiles Brot für einen Burger. Unnormal krass. Es ist ein Classic-Burger, kein Smash-Burger, sondern Classic Patties. Aber mit diesem typischen, ich sag mal, in Richtung Smash-Burger Brot, weil es so weich ist. Boah. Dazu wirklich eine geile Burgersoße, also diese Orient-Spezialsoße, die in, wie gesagt, Richtung Big Mac Soße zielt, was den Geschmack angeht. Boah. Dazu Salat, Zwiebeln, rote Zwiebeln, Tomaten sehe ich noch mit drauf und wie gesagt Röstzwiebeln. Boah. Ich glaube sogar oben ist dieses Sesambrot getoastet. Bin ich schon mal so kein Fan von, aber irgendwie haben die es geschafft. Weiß nicht, ob vom Hausbäcker oder so, dass die das wirklich richtig, richtig schön weich gemacht haben. Ihr seht's, nicht nur fürs Auge, sondern auch geschmacklich geil. Verschiedene Soßen. Eine Yuppie-Soße. Bin ich froh, dass das nicht die Burgersoße ist, weil Yuppie ist bei mir mittlerweile raus. Oh, Estiko noch mit dabei, kannst vergessen. Früher bei McDonald's an die Wand geworfen. Sorry, McDonald's dafür. Aioli. Ja, Knoblauch. Ja? Knoblauch Junkie und, ich glaube, was hatten sie gesagt? Tzatziki oder so? Sour Cream. Mild. Aber eine milde Sour Cream. Ich glaube schon, jetzt wäre so Aioli noch ganz geil, wobei die Burgersoße, die Haussoße reicht vollkommen. Meine Lieben, rein geht's. 36 Minuten noch Zeit für unsere 5 Kilo Burger Orient Burger Bad Arolsen Challenge. Let's go. Also meine Lieben, ihr seht, knapp eine halbe Stunde ist es nur noch und dementsprechend haben wir schon ein Viertel der Zeit weg. Und schaut euch mal an, was das für ein Mammutteil an Burger ist, was ich uns hier jedes Mal rausnehme. Also diese fetten Dinger sind nicht nur von außen, sondern auch in der Hand gefühlt, keine Ahnung wie schwer. Also ich bin froh, dass ich heute Morgen schon ein bisschen trainiert habe und jetzt schon das ein oder andere drin habe, was mir schon wieder ein bisschen Kraft verleiht hat. Und ich glaube, wie so oft, ist nicht nur der Inhalt, sondern vor allem das Brot bei Burgern diese große Herausforderung. Boah, denn das stopft auf jeden Fall unnormal krass. Also ich würde schätzen, allein Brot habt ihr hier auf jeden Fall so 1,5 bis 2 Kilo schon. Ich sag mal so, man könnte damit auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein Frühstück für eine Woche, nur vom Brot her, ganz gut mit hinbekommen. Aber dafür ist es auch geiles Brot. Ich meine es wirklich ernst, jetzt auch an den Chef. Ich glaube, das ist mit das beste Brot, was ich bisher auf einem XXL-Burger gegessen habe. Meine ich wirklich ernst. Sehr, sehr lecker. Also, da gehen liebe Grüße raus, das meine ich wirklich ernst. Zum Essen gerade ist es mit das beste Brot, was ich bisher gegessen habe auf einem XXL-Burger. Meine Lieben, unter einer halben Stunde jetzt gleich, wir müssen rein. Let's go.
Meine Lieben, nächstes Stück, was ich mir gerade hier rausgenommen habe, und auch hier ist es wieder so, dass ich gesehen habe, sobald ich mir was rausnehme, fällt vorne der ganze Inhalt wieder alles raus, weil es so fett belegt ist. Aber auch gleichzeitig wurde ich vorhin gefragt, ist es definitiv ein XXL-Burger, der in meine Top 5 jetzt reinkommt. Die Kombination einfach zwischen diesem fluffigen Brot, zwischen der Soße, was mit dem Fleisch, was definitiv gut ist, und was ich halt da feier, süße Essiggurken, die halt dementsprechend nicht wie normale Gurken sind, was ich nicht verstehe, wie ich das auf einem Burger machen kann. Dazu mit ein bisschen Salat und Tomaten ist das Einzige, was ich ein bisschen weglassen würde, die Röstzwiebeln, weil ich davon einfach, hätte ich nicht gebraucht. Aber ansonsten XXL Top 5 Burger für mich. Und dazu nochmal der extra Knoblauchdip. Also meine Lieben, ihr seht 20 Minuten und damit haben wir die Halbzeit schon angebrochen. Dafür ist zum Glück schon etwas mehr als die Hälfte vom Burger weg. Aber das, was halt immer wieder ist, ne, am Ende wird es immer schwieriger, vor allem auch langsamer. Ne? Vor allem, weil ich merke, dass wenn ich mir oben wie jetzt mit euch immer mal wieder was abschneide, Halleluja, dann kommt natürlich schon so gefühlt die Hälfte am Belag raus, die ich jetzt noch oben hingelegt habe. Das heißt, das muss ja am Ende auch noch gegessen werden. Wir schneiden uns jetzt hier, ihr seht ja auch, wie ich es schneide, ne? Einfach super lässt sich das Ding schneiden. Butterweich. Das macht es auch wirklich angenehm zum Essen. Vielleicht ist das auch wirklich der Vorteil bei dieser Challenge jetzt gewesen, dass ich ein bisschen schneller bin als gedacht. Aber auch hier ist es wieder so, ne? Schaut euch mal an, was das für ein Mammutding an Stück wieder ist, ne? Also ich glaube, allein das sind schon wieder so 1 bis 2 Burger pro Ding immer gewesen, wovon man gefühlt eigentlich schon, ich sag mal, genug hätte so, ne? Aber wir gehen rein. Wir versuchen, jetzt nur 18 Minuten, die letzten Stück auch noch fertig zu kriegen. Und das Ganze aber gleichzeitig auch noch zu genießen, denn es schmeckt weiterhin. Schaut mal hier, wie ich es abreißen kann, ne? Vom Brot her, ne? Und vom Fleisch. Einfach weiterhin geil, ne? Also meine Lieben, wir haben jetzt die 13 Minuten Marke unterschritten, dementsprechend noch 12 Minuten. Und ich merke gerade echt so, wie das Brot immer mehr oben und oben hängt. Geschmacklich ist das eine, aber massig, von der Masse her ist natürlich das Ganze noch was anderes. Habe jetzt hier und da noch mal versucht, schon mal ein bisschen was von dem Brett und hier von der Seite wegzuessen. Was nachher nicht nur übrig bleibt, vor allem weil das natürlich jetzt kalt ist, dadurch, dass es daneben gefallen ist. Und wir haben natürlich noch jetzt scheiße. Ich wollte gerade eigentlich, das sieht immer so klein aus, wenn es da drauf liegt, wird immer größer, wenn es in der Hand hält. Noch so ein Mammutding, wo gefühlt noch doppelt Beilagen aus dem letzten ausgefallen sind. Und dementsprechend, bevor wir die 10-Minuten-Marke jetzt gleich knacken, würde ich sagen, knacke ich eins. Und das ist hoffentlich jetzt das letzte Stück hier. Meine Lieben, weiches Brot, geile Soße. Und ordentlich Toppings da oben drauf. Schreibt gerne mal rein. Was würdet ihr noch so auf so einem Burger feiern? Gerade wurde noch gesagt, so ein Spiegelei, da wäre ich noch für Bacon. Vielleicht eher weniger, aber so ein Spiegelei noch on top. Könnt ihr auch noch mal juicy machen, ne? Aber da bestellen wir hier hoffentlich, wenn wir mal kostenlos Essen für die Ewigkeit haben. Also meine Lieben, damit gehen wir ins letzte Stück rein von unserem Orient Burger, zumindest noch, weil es als ganzes Stück gilt. Und dazu nehme ich mir, ich habe gerade mal die Yuppie-Soße gedippt, war aber wirklich nicht meins. Nochmal aber schön unseren Aioli-Dip oder Dip mit Aioli. Boah. Dankeschön. Danke, meine Lieben. Und haben damit noch mit, sag ich mal, 6 Minuten, 7 Minuten Restzeit den XXL Orient Burger hier in Bad Arolsen geschafft, wofür ihr gesorgt habt, dass ich hingekommen bin und das Ganze hier geschafft habe und nicht nur kostenloses Essen für die Ewigkeit errungen habe, worauf ich mich jetzt schon freue, denn hier werde ich definitiv noch mal so einen Burger essen, vielleicht nicht in der Größe, aber zumindest mit der Qualität. Und ihr hört zum Hintergrund natürlich auch noch für die ganzen Leute, die heute hier sind, 200 € jetzt verlosen mit Orient Burger zusammen.
was normalerweise das Preisgeld jetzt wäre. Ihr könnt die Challenge gerne nachmachen. Ihr könnt es versuchen mit 4 Leuten plus 2 Kilo Pommes on top. Meine Lieben, das war geil. Das war geschmacklich ein Highlight, aber auch fürs Event. Ich freue mich auf eins zu verlosen und auf einen ordentlichen Nachtisch. Da bin ich mal gespannt. Ach, geil. Hast du auch Platz für Nachtisch? Hab ich. Einmal dein Nachtisch, mein Lieber. Das ist von unserer Nachbar Kaffee Blum. Ja, Haben die extra für dich geschickt. Dankeschön. Lass dich schmecken. Danke, mein Bester. Ich würde sagen, wir verlosen wir gleichzeitig jetzt die 200 € gleich noch. Machen wir gleich. Aber ich probiere ganz kurz mal. Alles klar, lass dich schmecken. Also, meine Lieben, damit seht das, bevor wir in die Verlosung reingehen, habe ich auch von der nebenan sich befindenden Bäckerei, die auch das Brot gemacht haben, wohl noch einen schönen Nachtisch bekommen. Und meine Lieben, das ist ja gerade für mich eine, also nicht nur, ich sag mal jetzt hier live vor Ort, sondern auch gerade irgendwie, ich weiß nicht, seelisch ein richtiges Highlight im Rahmen unserer Journey. Denn wie gesagt, es sind hier zum Hintergrund, wenn es ein bisschen lauter ist, mehrere hundert Leute da. Es waren jetzt über, keine Ahnung, zigtausende, hunderttausende wieder im Livestream wie immer. Es war ein geiler Burger, der mich wirklich geflasht hat. Es war eine geile Challenge. Und dazu sieht es jetzt einfach nach einem geilen Nachtisch aus. Vor allem, ich bin einfach auch so ein Haselnusslover. Und wir haben hier Banane, wahrscheinlich mit einer Bueno-Creme, Giotto, eine Erdbeere. Und ich glaube, das könnte jetzt nochmal richtig crashen nach dem Burger. Probieren wir Erdbeeren. Erdbeer, Banane mit Haselnuss. Und dann aber tatsächlich so den ganzen Mix von einer geilen Erdbeere. Boah, das ist tatsächlich, meine Lieben, das sehe ich jetzt gerade. Oh, nee, das muss man in die Hand nehmen. Das ist eine Waffel. Ich sehe ich ja jetzt erst, das ist eine Waffel. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist so viel drauf, das ist eine Waffel. Oh, das ist eine Waffel, meine Lieben. In Herzform. Leider haben wir das Herz gerade zerrissen. Oh, dann nehmen wir uns mal alles drauf. Wir haben Giotto drauf, wir haben Erdbeere drauf. Nochmal schön ein bisschen Creme. Oh, schaut es euch an. Richtig schöne Haselnuss, Bueno, Erdbeer, Banane, Waffel. Wir gehen rein. Boah, ist das krass. Boah. Alter. Das ist genau meins. Wo ist die Waffel-Challenge hier? Wo ist die Waffel-Challenge hier? Mein Lieber, du bist auch nochmal gekommen mit meinem Buch. Ich sehe schon, du hast schon für den 59. Stempel gesorgt. Genau. Und dementsprechend danke ich dir für einen geilen Burger. Ich danke dir, Hat dass du da absolut bist. geil geschmeckt. Komme ich gerne wieder. Vielen lieben und genieß das für die Ewigkeit kostenlos. Und dementsprechend auch noch die letzte Waffel. Und weißt du was? Ich bin sogar so fein heute und gebe dir gleich noch ein Stück Waffel ab, wenn du möchtest. Dankeschön. Ich merke schon, die ersten rufen schon, die Ja. anderen Burger bestellen. Meine lieben Grüße von hier, Orient Burger aus Bad Arolsen. Er hat mich sehr gefreut, es war geil. Und wir genießen noch ein bisschen die Zeit. Bis zum nächsten Mal.